Heute üben wir die Aussprache pf. Und zwar ist es manchmal ein bisschen schwierig, P und F sehr flüssig zusammen zu produzieren und wiederzugeben. Los geht's und ich verrate heute ein paar kleine Tricks, wie man das PF besser wiedergeben kann. Los geht's, ich habe hier ein paar Wörter aufgeschrieben. Wir beginnen zuerst einmal mit Wort Nummer 1, Pferd. Und zwar ist es hier sehr, sehr wichtig, dass man P und F nicht zu getrennt ausspricht. Also nicht Pferd und auch nicht Pferd. Das heißt, du brauchst P und F möglichst nahe beieinander und dann machst du Pferd. Und ein Tipp dabei ist, dass du P und F mit den Lippen hier besonders zusammenpresst. Also pf. Dann hast du den Unterschied, die Distanz zwischen P und F nicht so weit auseinander, sondern die Distanz wird immer kleiner. Pferd. Weiter geht's mit dem nächsten Wort. Apfel. Also vorher hatten wir das PF am Wortanfang und jetzt haben wir das PF im Wort Apfel. Weiter. Pfau. Pfau. Der Pfau, das ist ein Vogel und ich werde später noch eine interessante Redewendung zu diesem Wort euch mitteilen und euch zeigen. Weiter geht es mit dem Wort Pfeffer. Pfeffer, siehst du? Also es ist auf Englisch Pepper und auf Deutsch Pfeffer. Und an dieser Stelle kann ich dir eine sehr interessante Sache auch erzählen. Es gibt eine sogenannte Lautverschiebung, beziehungsweise konkreter gesagt, es gab in der Vergangenheit verschiedene Lautverschiebungen in den germanischen Sprachen und oft gibt es Wörter des gleichen Ursprungs auf Deutsch und auf Englisch und man kann aber anhand der Aussprache sehr gut erkennen, wie sich die Laute verändert haben. Zum Beispiel ist oft im Englischen ein P, im Deutschen ein PF. Das heißt, aus Pepper wurde Pfeffer, Pfeffer, okay? Noch ein anderes Beispiel habe ich mit dem Wort Pfanne. Die Pfanne, das ist Frying Pan. Also du hast hier Pan und dann Pfanne. Das heißt, ein P wird zu einem PF und es gibt nicht nur bei diesen Konsonanten eine Lautverschiebung, sondern auch bei anderen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein anderes Beispiel wäre hier zum Beispiel der Fuß, ist es auf Deutsch, und Foot ist es auf Englisch. Also ein S auf Deutsch und ein T auf Englisch. Hier siehst du also, dass es ganz viele verschiedene Wörter gibt, wo diese Lautverschiebungen sehr regelmäßig auf andere Wörter appliziert oder angewendet werden können. Sehr, sehr interessant und es hilft eigentlich auch sehr, beide Sprachen besser lernen zu können. Jetzt gehe ich weiter und habe hier das Wort Pfütze. Die Pfütze, das ist eine Wasserpfütze, also auf dem Boden ein kleiner Wasserteich, beziehungsweise wirklich nur sehr, sehr klein auf dem Boden. Eine Wasserpfütze nach dem Regen beispielsweise. So, dann habe ich hier noch klopfen. Wenn ich sage, ich klopfe an die Türe, das heißt, ich mache meistens mit meinem Finger oder mit dem Fingerknöchel, heißt das hier, der Fingerknöchel, diese Bewegung und ich klopfe an eine Türe. So, und dann habe ich hier noch ein Wort Schnupfen. Der Schnupfen, das heißt, wenn man eine verstopfte Nase hat, kann man auch sagen, ich habe Schnupfen oder wenn man erkältet ist, wenn man verkühlt ist. Ich habe Schnupfen und ich muss mich schneuzen. Ich schneuze mich, das bedeutet, dass ich meine Nase putze. So sagt man das auf Deutsch. Und jetzt noch ein paar interessante Sätze, wie ich vorher gesagt habe, zum Wort Pfau und zu den anderen Wörtern. Jemand ist ein eitler Pfau, das bedeutet, dass jemand sehr selbstverliebt ist oder sehr auf sein Äußeres schaut und dass jemand immer sehr, sehr gut dastehen möchte. Also, dass jemand immer in einem sehr guten Licht stehen möchte. Jemand ist ein eitler Pfau. Das ist ein eitler Pfau. Er oder sie ist ein eitler Pfau. Sehr lustige Redewendung, wenn man eine Person etwas
humorvoller und auch vielleicht satirischer beschreiben möchte. Denn eitel, dieses Adjektiv heißt auf Englisch vain und die Eitelkeit, das ist das Nomen dazu, heißt auf Englisch vanity. Beiße in einen Apfel, ja, ich beiße in etwas, beißen. Und dann habe ich noch bei Pferd den Satz mit ich reite, das ist dann diese feste Kombination, auf einem Pferd reiten. Du kannst auch sagen, ich reite ein Pferd oder ich reite auf dem Pferd oder auf einem Pferd. Hier brauchst du den Dativ. Ich bin auf dem Pferd. Das ist eine Position. Deshalb sagen wir Dativ. Und du kannst mir sehr gerne in den Kommentaren schreiben, welche Aussprachen ich hier präsentieren und erklären soll. Du kannst mir gerne sagen, bei welchen Wörtern du Fragen hast, du nicht weißt, wie man das ausspricht oder wie man sie benutzen soll. Viel Spaß beim Deutschlernen und eine wunderschöne Sprachlernreise. Wir sehen uns beim nächsten Video und einen wunderschönen Tag.